Hallo zusammen, ich heiße euch recht herzlich willkommen und ich habe für euch was vorbereitet. Heute geht es um das Thema Zündung oder Zündanlage und da werde ich euch ein paar interessante Dinge zeigen, wie das Ganze funktioniert, warum wir das Ganze brauchen und es geht hauptsächlich um den Benzinmotor und da fangen wir auch gleich an. Zu einer Zündanlage gehört als wichtigstes Bauteil unter anderem die Zündkerze. Was macht die Zündkerze? Die Zündkerze versucht über quasi die Zündspule, wo dann wir quasi eine Spannung haben, eine Hochspannung zwischen Plus und Minus, einen Funken zu erzeugen oder eine Funkenstrecke. Und diese Funkenstrecke ist wichtig, damit im Brennraum hier vorne der Funken überspringt auf die Masseelektrode, um das Gemisch zu zünden. Wir sehen, es gibt ein Gewinde, es gibt eine Dichtscheibe. Wir haben hier, das ist ein Vielzahnschlüssel, das ist typisch für BMW, sage ich mal. Und die Bezeichnung ist Beru. Hier oben, das zeige ich euch später, kommt die Zündspule oder der Stecker drauf. Und da gibt es auf der Zündkerze eine Bezeichnung. Hier ist die Bezeichnung. Da steht drauf 12ZR6 SP2. Jede Zündkerze passt in einen bestimmten Motor. Da gibt es errechnete Werte. Man kann nicht irgendeine Zündkerze reinschrauben. Wenn sie zu lang ist, dann stößt sie am Kolben an. Ist sie zu kurz, funktioniert das nicht richtig mit der Zündung. Bei den heutigen Motoren ist es sogar wichtig, das ist richtig übel, dass man sogar Zündkerzen in einem bestimmten Winkel anzieht, weil wenn der Winkel nicht passt und quasi die Einspritzung erfolgt und erfolgt direkt quasi in diesen Zündraum, dann kann es sein, dass die Zündkerze ausgeblasen wird. Deswegen ist es wichtig, in was für einer Stellung sogar sich die Zündkerze befindet. Also ein Beispiel Mercedes, also jeder, der bei Mercedes mal Zündkerzen gewechselt hat mit einem Winkel, der weiß, dass das sogar zu Zündaussetzern führen kann, nur weil man eine Zündkerze nicht im richtigen Winkel eingeschraubt hat. Zu der Zündkerze selber, diese Bezeichnung, auf die wollte ich eigentlich hauptsächlich eingehen, da geht es darum, es gibt eine heiße und eine kalte Kerze. Und was da der Unterschied ist, das liegt eigentlich im Inneren. Und zwar, da gibt es einen Isolator, der liegt quasi hier, also in der Mitte, links und rechts, also der wird umkreist von dieser Pluselektrode. Und der sorgt dafür, dass wenn jetzt zum Beispiel der Isolator, sage ich mal, dieses Gewinde voll ausfüllt, dann ist es eine kalte Kerze und die kalte Kerze gibt sehr viel Wärme an den Zylinderkopf ab. Also weil die Kerze steckt ja im Zylinderkopf drin. Und das heißt, das sind eher für Motorentypen, die sehr sportlich fahren, die sehr viel Wärme erzeugen, also ein sehr heißer Brennraum oder quasi eine Verbrennung. Und deswegen müssen wir die Wärme ableiten an den Zylinderkopf. Das bestimmt natürlich der Hersteller. Ich will da jetzt nicht genauer in die Details eingehen, aber achtet drauf, was ihr für Kerzen reinmacht. Da gibt es vom Hersteller bestimmte Vorgaben. Eine heiße Kerze haben wir ja gelernt, dass die relativ viel Isolator drin hat und eine kalte Kerze hat das eben nicht. Die kalte Kerze hat wenig Isolator proportional zu dem Gehäuse, sage ich mal, hier vorne in dem Gewinde und leitet die Wärme schlechter an den Zylinderkopf ab. Das hat natürlich den Vorteil, wenn wir einen sportlichen Motor haben, der viel Wärme erzeugt, das abzugeben, haben wir natürlich auch langsam drehende oder, sage ich mal, konventionelle Motoren, die nicht so hohe Temperaturen erreichen. Und da müssen wir versuchen, die Wärme im Brennraum zu haben, um die Freibrennungstemperatur von der Kerze zu gewährleisten und auch für den Brennraum selbst. Und deswegen wollen wir die Wärme im Brennraum behalten. Was auch oft passiert, wenn Kerzen fallen gelassen werden. Wenn eine Kerze, so wird das auch gehandhabt, eine Kerze einmal auf den Boden gefallen ist, darf sie theoretisch nicht mehr eingebaut werden, weil das Risiko besteht, dass dieser Keramikisolator, das ist Keramik ja Stein, relativ schnell bricht, also sehr leicht brüchig. Und das sieht man jetzt hier nicht, das ist kein gutes Beispiel, dass diese Keramik halt relativ schnell brechen kann. Was wichtig ist an so einem Zündkerzenbild ist, dass man anhand des Zündkerzenbildes erkennen kann, was mit dem Motor
nicht gut läuft oder ob der Motor gut läuft. Ein Beispiel, hier sieht man die Masseelektrode, die vorhanden ist, im Gegensatz zu dem hier, da sieht man, da gibt's gar keine, ja? Obwohl die Farbe relativ gut ist. Könnte auch sein, das war ein mechanischer Einfluss, aber ein guter, sage ich mal, Mechaniker erkennt anhand des Kerzenbildes, ob es dem Motor gut geht. Da gibt es zig verschiedene Bilder. Ihr könnt ja mal im Google einfach mal eingeben Zündkerzenbilder und dann werdet ihr einiges dazu sehen, wie man sowas auswerten kann. Ganz wichtig, bitte macht niemals einen Fehler, schmiert niemals das Gewinde mit irgendeinem Fett oder Öl oder einer Paste oder irgendwas ein. Das muss fettfrei sein. Das Problem ist, dass bei einem Benziner also bis zu 900 Grad Temperatur im Brennraum entstehen und das brennt sich fest. Ihr werdet die Zündkerze nie wieder rauskriegen. Und das Zweite ist, jede Zündkerze hat ein Anzugsdrehmoment oder Anzugsdrehmoment und Drehwinkel, je nachdem. Achtet bitte darauf, dass ihr das auch richtig einbaut. Und schaut, dass die Sitze unten, also da, wo die Zündkerze dann abdichtet, auch sauber sind oder nicht voller Öl sind oder sonst irgendwas, weil ihr sonst irgendwelche Probleme habt dann mit der Zündung. Ich möchte euch mal was zu den Basics zeigen, wie denn so eine Zündanlage überhaupt funktioniert. Ich habe hier einen Unterbrecher, ich habe hier ein Zündkabel, ich habe eine Zündkerze, die kommt dann hier vorne rein. So. Und ich habe eine Zündspule. So sieht das Ganze aus. Und damit können wir schon einen Zündfunken erzeugen. Wie das Ganze funktioniert, wir brauchen eine Batterie, wir bräuchten einen Kontakt, der unterbricht, und zwar, also die meisten haben so eine Nockenwelle eingebaut, und zwar dafür, die Spannung aus der Batterie oder aus der Lichtmaschine oder Generator wird über diesen Unterbrecher gebracht. Und zwar die Spannung liegt an, der Unterbrecher schließt, der Strom fließt weiter über die Zündspule, hier über die zwei Kontakte, ja, und lädt die Zündspule primär auf. Die Zündspule hat zwei Wicklungen, einmal die primäre und einmal die sekundäre. Die primäre ist eine dicke Wicklung und die sekundäre ganz dünn und fein. Wir erzeugen dadurch quasi eine Aufladung, indem sich ein Magnetfeld abbaut, und sobald der Unterbrecher öffnet, wird die Spannung abgebaut und das Magnetfeld bricht zusammen. Das Magnetfeld bricht in der Spule zusammen und es wird eine Hochspannung erzeugt. So funktioniert das Ganze eigentlich relativ einfach. Und wenn die Hochspannung erzeugt wird, da kommt dann nachher quasi so das Kabel drauf, kommt dann hier vorne über die Pluselektrode auf die Masseelektrode die Zündung. Ganz einfach. Also wir haben einen Unterbrecher, da kommt eigentlich normalerweise ein bisschen mehr dazu. Eine Zündspule, Unterbrecher, Kabel und die Zündkerze. Ganz einfach. Die Spannung, die vorne ankommt, beläuft sich so zwischen 15 und 30.000 Volt. Also es ist nicht zum Spaßen, also es sind wirklich sehr hohe Spannungen. Das Prinzip der Zündspule ist nichts anderes wie das Transformatorprinzip. Wir wandeln aus 12 Volt 15 bis 30.000 Volt, also eine Hochspannung, wandeln wir um. Und diese Geschichte, das mit dem Unterbrecher, das war so die Anfangszeit des Kfz. Da hat man damals sowas erfunden mit einer Federbelastung und das hat sich dann auch irgendwann mal entwickelt. Und ich habe für euch einen Zündverteiler, so nennt man dieses Bauteil, organisiert. Und zwar dieser Zündverteiler wird irgendwo im Motortrieb angebracht, entweder an der Nockenwelle oder an der Kurbelwelle irgendwo mit einer Übersetzung, oder es gibt eine Zündverteilerwelle. Also wir haben einfach einen Antrieb, der dann diesen Zündverteiler antreibt. Dieses Bauteil hier, das ist der Zündkondensator. Der ist parallel zu diesem Unterbrecher geschalten und der Kondensator hat die Aufgabe, die Zündung schlagartiger zu unterbrechen.
weil umso schneller wir die Spannung unterbrechen können, umso stärker ist unser Zündfunke. Das hat natürlich auch den Vorteil, wir entlasten diese Kontakte, denn ich weiß nicht, ob man das sieht, aber dieser Unterbrecher ist durchgebrannt. Sieht man das da? Das sieht man, dass der durchgebrannt ist. Und deswegen ist auch ausgemustert worden. Man merkt das dann in der Zündung, dass das Auto schlecht läuft. Und dieser Kondensator parallel sorgt dafür, dass diese Kontakte geschont werden und dass die Zündung schlagartig abgebaut wird. In diesem Zündverteiler seht ihr auch, da zeige ich euch genau diese Funktion. Guckt mal, da ist eine Nockenwelle eingebaut. Und wenn wir jetzt drehen, seht ihr das? Dann wird es aufgeschlossen und zugeschlossen. So, und das ist dann die Nockenwelle dort. Ihr seht auch den Kontakt, die Spannungsversorgung und wie das dann arbeiten kann. Ja? Man sieht auch anhand von diesen Nocken, dass wir 4 Stück haben. 1, 2, 3, 4. Gell? 1, 2, 3, 4. Das heißt, da wird es sich um einen Vierzylinder handeln. Ein Vierzylinder braucht ja 4 Zündkerzen und dementsprechend haben wir dann 4 mal dann die Zündung pro 720 Umdrehungen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn die Zündung muss ja mit der Drehzahl sich verstellen. Das heißt, wenn der Kolben ja hochfährt und wieder runter, wir brauchen ja quasi dann die Zündung immer kurz vor T, also jetzt, damit der Kolben dann wieder runterfahren kann. So, und wir müssen das gewährleisten, indem wir die Zündung verstellen. Also die Zündung muss früher erfolgen. Und da haben sich damals die Ingenieure natürlich den Kopf gemacht und haben gesagt, wie können wir das Ganze anstellen? Wie können wir die Zündung verstellen, so dass wir höhere Drehzahlen erreichen können? Weil die Zeit reicht einfach nicht aus. Wir haben eine bestimmte Zeit für die Zündung, die Explosion und das braucht halt einfach eine gewisse Dauer. So, und dann sind die hingegangen und haben eine Unterdruckverstellung gebaut. So, jetzt gibt es in beide Richtungen. Das gibt es sowohl als früh als auch spät. Also das gibt's mit einer Dose oder mit 2 Dosen. Die Spätverstellung, die gab's bei den Fahrzeugen für die Abgase. Und zwar bei der Spätverstellung werden die Abgase besser verbrannt und haben deswegen auch manchmal eine 2. Dose. Aber die Frühverstellung ist dazu da, um mit der Drehzahl mitzugehen. Das heißt, in Ruhestellung haben wir eine Frühverstellung. Und sobald wir die Drosselklappe schließen und ein Unterdruck entsteht, zieht es uns diesen Zündverteiler, seht ihr das, die Platte verschiebt sich, ich versuche es jetzt nochmal. So, und die verstellt sich. Und ihr seht das, jetzt, ich drehe das mal direkt an so einen Noppen hin. So, und wenn ich jetzt das Ganze verstelle, das hat noch nicht ausgereicht. So. Ja, da sieht man auf jeden Fall schön, dass sich das Ganze verstellt. Und je nachdem, ja. Genau, das ist der Sinn der Unterdruckdose. Einfach die Verstellung. Das Ganze hat sich natürlich dann auch weiterentwickelt. Und es gab immer mehr Neuigkeiten. Ein Beispiel, eine modernere Zündanlage, die sieht dann so aus. Das ist dann auch ein Vierzylinder. Man sieht die Kabel. Also wir haben einmal hier die Zündspule. Ja, das ist das Kabel von der Zündspule. Ich mache euch da was hin. So, das kommt dann quasi so in die Zündspule rein. So, Zündspule, das ist der Zündverteiler. Wir haben hier die Masse, wir haben hier den Antrieb. Ich zerlege euch das Ganze mal. Wir haben hier einen Antrieb, der sich dann dreht. Das sieht man auch. So, und ich erkläre euch mal was dazu. Und zwar hat sich Folgendes geändert. Bei dieser Zündspule sieht man, die hat 3 Anschlüsse. Die alte Zündspule, die hatte nur 2, weil der Unterbrecher hat die Zündspule getaktet. Je nachdem, wann wir das gebraucht haben mit der Zündung, hat quasi ein mechanischer Antrieb das Ganze erledigt. Das war natürlich sehr anfällig. Man hat damals so alle 15.000 Kilometer diese Unterbrecher getauscht, weil die halt einfach
durch den Verschleiß kaputt waren. Es gibt eine Grundeinstellung, die kann ich euch mal als Tipp geben. Wenn ihr einen Unterbrecher habt und ihr wisst nicht, wie ihr ihn richtig einstellt, dann könnt ihr ihn mit einer Fühlerlehre, also in dem höchsten Punkt, also wenn der Nocken kommt, stellt ihr den mit dieser Einstellschraube, die hier ist, auf 0,3 ein. Das ist so, also ihr nehmt eine Fühlerlehre mit 0,3 mm und ihr stellt sie so ein. Und zur Zündspule, ihr seht, die Zündspule hat 3 Kabel. Es gibt ein Minus, es gibt ein Minuskabel, Minus, es gibt ein Plus und einmal ein Signal oder eine Taktung. Und zwar macht das jetzt ein Steuergerät oder der Zündverteiler selbst. Und zwar seht ihr hier gibt es auch diese Kabelfarben. Und so, wir haben einmal ein Plus, hier ein Plus, ein Minus und das Signal. Das Signal könnt ihr mit einer Diodenprüflampe prüfen. Also wenn der Zündverteiler oder der Motor dreht, dann könnt ihr hier mit der Prüfdiode könnt ihr draufgehen, nimmt es aber vom Plus aus weg und dann könnt ihr hier ein Blinken darstellen. Und zwar ist da ein Hall-Sensor drin, der dann quasi die Taktung vorgibt und diese Zündung in der Zündspule auslöst. Wir öffnen mal den Zündverteiler. So. Wir kommen mal zu den unterschiedlichen Blenden und den Einstellungen. Was wir noch zusätzlich haben, ist der Zündverteilerfinger. Das ist die Zündverteilerkappe und das ist der Zündverteilerfinger. Der Zündverteilerfinger bekommt übers mittlere Kabel von der Zündspule den Funken hier oben drauf und leitet den dann weiter auf die Kontakte hier. Hier ist eine Kontaktbahn, die läuft innen drin im Zündverteiler. Das seht ihr auch schön. Hier ist quasi die Versorgung und dann dreht sich das im Kreis und verteilt dann den Funken. Eine rotierende Verteilung. Jetzt ist natürlich der Scheiß, dass mit der Zeit natürlich die Kontakte hier ausbrennen. Ihr seht das vielleicht ein bisschen. Die brennen dann aus und das muss dann auch gewechselt werden, weil ihr dann sonst Zündaussetzer habt. Man kann das Ganze abnehmen, kann das hier öffnen und man sieht hier eine Blende. Wenn man daran dreht, dann seht ihr, wie die Blende das ist hier der Hall-Sensor. Der Hall-Sensor erfasst dann über die Blende, wann ich zünden soll und wann nicht. So, seht ihr das schön? Und dann sagt er zum Beispiel Zündung oder Nichtzündung und das wird je nach Hersteller wird es dann bevorzugt, wann er denn die Zündung unterbrechen soll und wann nicht. Es gibt natürlich auch ein Problem und zwar, wir haben ja gelernt, dass der Unterbrecher eingestellt werden kann, also der Schließwinkel des Unterbrechers. Man kann aber auch noch zusätzlich, das kann man auch bei jedem Zündverteiler, man sieht, dass der hier Langlöcher hat und mit diesen Langlöchern könnt ihr den Verteiler auch drehen. Das heißt, ihr müsst mit einer alten Methode, mit der Blitzpistole, den Zündzeitpunkt auf eine bestimmte Art und Weise einstellen. Ob ihr jetzt über eine Grundeinstellung reingeht oder ob ihr 15 bis 20 Grad vor OT, oberer Todpunkt, sagt man dazu, einstellt im Regelfall, das müsst ihr schauen, wie der Hersteller das möchte. Es ist etwas schwierig gesagt, aber ihr habt dann eine Pistole, ihr nimmt es dann an einem Signalkabel ab und am ersten Zylinder und dann guckt ihr, dass ihr die Zündung richtig einstellt. Wenn ihr das verstellt, läuft das Auto dementsprechend schlechter oder besser oder perfekt, wie man sagen würde. Klar könnt ihr auch mit etwas Schleifpapier diese Kontakte bereinigen und auch innen drin, aber auf lang oder kurz ist das keine Lösung. Man macht dann alle 15 oder 20.000 Kilometer macht man dann den Verteilerfinger und die Verteilerkappe neu. Ihr seht auch, dass
dass die Verteilerkappe nur in einer Position eingebaut werden kann. Ich habe jetzt gerade die Blende etwas verdreht. Man sieht es dann hier an der Einstellung, dass diese Kappe nur in dieser Position eingebaut werden kann. So, dann machen wir das mal so zusammen. So, und dann macht es Klack. Auf der anderen Seite Klack und fertig. Der Zündverteiler ist fertig. Zu den Zündkabeln. Die Zündkabel sind natürlich auch ein Ding, wo dem Marder gern mal zum Opfer fällt. Die Zündkabel haben die Aufgabe, den Zündfunken an die Zündkerze zu übertragen. Ich persönlich halte nichts davon, die Kabel ohmisch zu prüfen, da das nicht wirklich eine Aussage gibt, ob die Zündkabel gut sind oder nicht. Ich sag mal so, wenn die Zündkabel keine Beschädigung optisch haben, ja, und keine Korrosion, Oxidation haben und man auf diesem Zylinder Aussetzer hat, dann mache ich immer gerne eine Vertauschungsprüfung. Ihr tauscht die Zündkabel zum Beispiel und sagt, okay, das ist der erste Zylinder, ich nehme das jetzt zum Beispiel vom dritten, tausche den dritten auf den ersten, verbinde die richtig und mache eine Vertauschungsprüfung. Und wenn der Fehler mitwandert, dann weiß ich, dass es das Kabel ist. Das ist das Einfachste. Wie gesagt, Prüfungswerte, da habe ich mir selbst schon oft ein Ei gelegt und mir viele Schwierigkeiten bereitet damit. Natürlich wandert die Technik mit. Und es gibt Erneuerungen in der Zündanlagentechnik. Und hier seht ihr zum Beispiel eine Doppelfunkenzündspule. Ja, ihr seht schon die Kabel. Hier sehen wir die beiden Zündspulen. Da wird quasi, wenn jetzt der erste und der zweite Zylinder zusammen sind, einmal in den Auspufftakt mitgefunkt. Das macht nichts, der Funke kostet nichts. Es geht darum, dass wir quasi für den ersten und den vierten, den zweiten und den dritten, also das sind hier die Kolbenpartner beim Vierzylinder, den Funken da immer haben. Klar, wenn jetzt eine Zündkerze ausfällt, kann es sein, haben wir auf beiden einen Aussetzer oder je nachdem. Aber im Regelfall kann man dann relativ schnell eine Diagnose stellen. Wir sehen auch, die Zündspule hat 4 Anschlüsse. Wir haben einmal irgendwo Plus und Minus und je nachdem eine Taktung für die jeweiligen Spulen, die das Steuergerät dann ermittelt. Was gerne der Fehler bei solchen Zündspulen ist, ihr seht, die Zündspule ist hier rissig. Man sieht, hier sind Risse. Und das ist ein schlechtes Indiz. Die Spulen reißen gerne, es läuft Feuchtigkeit oder Wasser rein und die Zündspulen zerstören sich, also innen drin, intern oder schlagen durch. Und das ist so die bekannte Krankheit bei denen. Und es geht weiter mit was Modernerem. Da fangen wir an mit dieser Einzelfunken-Zündspule. Das heißt, wir haben, wenn wir einen Vierzylindermotor haben, haben wir 4 Stück von diesen Spulen quasi in dem Kopf stecken. So sieht es dann aus. Das wird dann hier so eingesteckt und zündet dann. Zu den Anschlüssen, wir sehen auch 3 Anschlüsse plus minus und einmal das Signal für die Zündung. Mittlerweile ist es interessant. Es ist alles hier integriert. Also wir haben eine Primär- und Sekundärwicklung und das Steuergerät sagt uns, wann es zünden soll. Und was ganz Modernes, das sind so die modernsten Zündspulen, wo momentan in den Autos verbaut sind. So wird das eingesteckt, klar ein bisschen noch tiefer, so dass wir quasi den Kontakt hier haben. Diese Spule hat aber eine Besonderheit gegenüber der anderen. Wie ihr seht, hat die Spule 4 Anschlüsse gegenüber der Spule. Doch was ist der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Erkennung. Ihr habt zum Beispiel bei dieser Spule, wenn ihr einen Zündaussetzer habt, die über die Kurbelwelle errechnet werden, also ihr habt eine bestimmte Beschleunigung, der Motor läuft, jetzt habt ihr einen Aussetzer, jetzt wird genau dann, wenn die Zündung erwartet wird, vom Motorsteuergerät eine Drehzahlsenkung erkannt oder eine Drehzahlverminderung, wie ihr es nennen wollt. Und dadurch erkennt dann das Steuergerät nach einem bestimmten Durchlauf von, sage ich mal, 20, 30 Umdrehungen, okay, wir haben auf Zylinder 1 Zündaussetzer. Die Zündaussetzer können ja aber vielseitig sein. Die Zündaussetzer können sein, weil wir zum Beispiel Punkt 1 keine Kompression haben, Punkt 2
keine Zündung, weil die Zündkerze, Zündspule irgendwas defekt ist. Wir können auch ein Problem haben mit der Einspritzung. Und das heißt, wenn wir einen Zündaussetzer haben, ist es nicht automatisch so, dass die Zündspule defekt ist, sondern wir haben Aussetzer, können aber nicht genau sagen, warum, und das muss geprüft werden. Jetzt wird es uns aber bei dieser Zündspule etwas leichter gemacht. Leichter in Anführungszeichen. Bei dieser Zündspule haben wir auch klassisch irgendwo Plus und Minus. Dann haben wir auch die Ansteuerung plus wir haben noch einen vierten Pin. Und dieser vierte Pin leitet einen Teil der Spannung zurück ans Motorsteuergerät. Warum? Weil wenn das Steuergerät erfasst, dass die Zündung stattgefunden hat, wir aber trotzdem Aussetzer haben auf diesem Zylinder, dann sagt das Steuergerät Verbrennungsaussetzer erkannt. Also das Steuergerät kann bei dieser Zündspule unterscheiden, ob wir Verbrennungs- oder Zündaussetzer haben. Würde ich mich auch nicht so 100% darauf verlassen, weil in der Praxis das relativ, je nachdem unterschiedlich aussehen kann und ihr solltet da quasi nicht immer zu 100% darauf vertrauen. Aber die Erfindung ist mal cool und dass ihr sowas mal gesehen habt und wisst, okay, wenn ihr eine Spule habt mit 4 Pins, dass ihr dann so eine Erkennung habt. Ich hoffe, es hat euch bereichert und ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten könnt ihr auch gern was in die Kommentare schreiben und lasst mir ein Like da, falls es euch gefallen hat. Das würde auf jeden Fall meinem Kanal weiterhelfen und wir starten ins Wochenende und bis zum nächsten Mal.